Hallo zusammen. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr in Google Voice eine Ringgruppe einrichtet. Dazu meldet ihr euch einfach in der Google Admin Konsole an. Die erreicht ihr unter admin.google.com. Navigiert dort auf Apps, Google Workspace und findet dort dann das Icon Google Voice. Klickt darauf und dann könnt ihr die Services managen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, landet ihr hier. Ich habe jetzt hier per Default schon mal Ringgroup ausgewählt und möchte jetzt eine neue Ringgroup für unser Sales Team anlegen. Deshalb klicke ich hier oben auf Create. Insofern ihr es auf Deutsch eingestellt habt, steht da oben natürlich Erstellen. Ich nenne diese Gruppe jetzt, wie gesagt, Sales Group. Und ihr seht hier auf der rechten Seite, finde ich ganz praktisch, wie das dann auf dem Telefon beispielsweise angezeigt würde. In dem Fall Call to Sales Group. Jetzt können wir hier auch noch eine kurze Beschreibung reinmachen. Ich nenne sie jetzt mal Sammelnummer für unser Sales Team. Und dann haben wir unten direkt schon die Möglichkeit, Leute zu dieser Gruppe hinzuzufügen. In dem Fall möchte ich den Peter hinzufügen, der arbeitet jetzt bei uns im Sales Team, als auch der Benny. Das könnt ihr natürlich im Nachgang alles noch editieren, weitere Leute hinzufügen oder halt auch wegnehmen. Sagen wir hier weiter. Und dann haben wir die erste wichtige Einstellmöglichkeit, das Call Routing. Was ist damit gemeint? Angenommen, jemand ruft jetzt bei der Nummer an, jetzt wäre hier als Default Round Robin eingestellt, bedeutet, es würde bei Peter beispielsweise zuerst klingeln für 5 Sekunden. Wenn er nicht dran geht, würde es abgeworfen werden auf den Benny. Und wenn mehrere Leute drin sind, wird das natürlich einen Kreislauf nehmen. Da bei uns natürlich mehr Leute im Sales-Team sind als die zwei, möchte ich ein simultanes Klingeln. Simultan bedeutet, wenn es klingelt, klingelt es bei allen gleichzeitig. Der den Call zuerst nimmt, der hat ihn angenommen. Nochmal kurz zurück zum Round Robin, zu den Abwurfzeiten. Ihr könnt hier natürlich auch sagen, es soll ein bisschen länger klingeln. 10 bis maximal 15 Sekunden. Das ist das Höchste, was einstellbar ist. Aber wie gesagt, ich möchte es simultan haben. Dann habt ihr hier auch noch die Möglichkeit zu definieren, wer darf mit dieser Nummer dieser Gruppe raus telefonieren. In dem Fall ist jetzt hier als Standard angehakt alle, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ausschließlich der Benny in dem Fall mit dieser Nummer raus telefonieren darf. Und was soll passieren, wenn diese Anrufe nicht beantwortet werden? Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Entweder sagt ihr, es soll weiterklingeln. Beim Sales sage ich so, ist ein bisschen blöd, wenn der Anruf dann einfach weiterklingelt, der Kunde auflegt und man das Ganze halt nicht mitbekommt. Man kann eine Nachricht abspielen. Klickt da jetzt mal drauf. Jetzt könntet ihr hier einen Text eingeben. Beispielsweise Ihr Anruf kann nicht entgegengenommen werden. Versuchen Sie später noch einmal. Das würde dann von einer Computerstimme angesagt werden. Ist in dem Fall englischer Akzent. Und danach würde der Call einfach beendet werden. Möchte ich auch nicht. Ich könnte sagen, ich möchte, dass der Call automatisch geforwardet wird. Was ist damit gemeint? Angenommen, ihr habt eine Zentrale. Da könntet ihr diesen Anruf drauf abwerfen. Also ich kann es direkt auf einen User machen. Ich kann es auf einen Computer machen, als einen Autoassistent, wieder auf eine Ringgroup oder halt auf eine Rufnummer. Auch das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es zu einer Voicemail wird. In dem Fall kann ich jetzt hier auch sagen, dem Grüßtext, sehr geehrter Kunde, leider können wir Ihren Anruf nicht annehmen. Bitte hinterlassen Sie uns auch eine Nachricht. Das tippe ich hier einfach ein und danach könnte ich das Ganze abspielen. Und danach würde mir das Ganze so gesandt werden und das Sales-Team könnte danach reagieren. Ich lasse das jetzt mal hier. Ähm, leider konnten wir Ihren Anruf nicht annehmen. Annehmen. Machen wir es so. Bitte hinterlassen Sie uns Nachricht. Punkt. Und dann kann ich die Gruppe auch schon erstellen. Jetzt sage ich hier Create Group. Dauert das kurz einen Moment. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, direkt schon eine Rufnummer hinzuzufügen. Ihr seht, es ist optional, das kann ich auch zum späteren Zeitpunkt machen. Ich möchte es jetzt machen. Dazu wählt ihr einfach eure Region aus. Wir haben unter Location natürlich schon unseren Standort eingetragen. Und das ist in dem Fall die Blumenstraße 33 in Markstadt. Und dann habe ich auch hier schon direkt eine Rufnummer, denn ich habe in meinem Pool noch eine freie Rufnummer und die würde mir jetzt hier angezeigt. Das könnte ich jetzt auch verändern, möchte ich in dem Fall nicht. Ich möchte, dass es die Rufnummer ist. Dann sage ich Assign und dann werden wir wieder zurückgeleitet und können den Prozess abschließen mit Finish. Wir gelangen direkt hier in die Konfiguration der Sales Group und alles, was wir eben eingestellt haben, seht ihr hier jetzt nochmal. Also wie soll der Anruf behandelt werden, simultanes Klingen, wie viele Member hat das Ganze. Aber ganz interessant finde ich hier auf der linken Seite die Business Hours, denn unser Sales Team arbeitet
Entweder 24 Stunden, mag sein, oder wir sagen feste Zeiten. Also, ich sage jetzt mal, unser Sales-Team wäre montags bis freitags von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr erreichbar, also 8 Stunden. Was soll danach mit diesen Anrufen passieren, die bei dieser Gruppe ankommen? Als Beispiel, jemand ruft um 18 Uhr an und dann würde es ja die ganze Zeit klingeln, bis dieser Abruf kommen würde. Diese, diese Phase des ganzen Zeitklingelns, das brauche ich in dem Fall nicht. Ich kann hier direkt sagen, was soll danach passieren. Kann ich auch wieder eine Voicemail definieren, selbes Spiel wie eben auch. Und dann würde die Ansage kommen, direkt ohne ein Klingeln bei den Mitarbeitern. Und die Nachricht könnte so gesagt vom Kunden aufgesprochen werden. Das war's schon zu der Konfiguration einer Ring Group. Das ist jetzt ein ganz kurzes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.